Was wir auf dieser Erde finden sollten, ist wirklich das Paradies. Wir sollten Glück finden, wir sollten Freude finden, positive Energie, ganz viele tolle Gedanken. Und stattdessen hat man den Eindruck, als würde es immer schlimmer, als gäbe es immer mehr Leid, immer mehr Ärger, immer mehr schlimme Dinge, immer mehr Krankheiten, immer mehr Kontrast zwischen arm und reich aus materieller Sicht, als würde es immer schlimmer. Ja, wie kann das sein? Wie kommt das? Man hat irgendwie so den Eindruck, dass es im Augenblick, wo wir uns befinden, dieser Zeitpunkt, diese Situation, diese mehr oder weniger weltweite Situation, die keiner von uns wollte, wo wir aber reingeraten sind, man hat den Eindruck, als wäre das eine riesige Falle. Viele Leute empfinden das als Falle. Ich bin gefangen, ich bin in dieser Falle drin, ich komme aus dieser Falle nicht raus. Ja, viele empfinden das als Falle, aber es ist eine Chance. Klingt eigenartig, aber es ist eine Chance. Es ist eine Chance, an uns selbst zu arbeiten. Und womöglich ist jetzt auch der Zeitpunkt, dass das so kommen musste. Wir haben die Bremse angezogen. Wir haben die Pause-Taste gedrückt. Wir sind erstmal zum Stillstand gekommen. Mehr oder weniger, denn der Stillstand ist ja schon wieder in vielen Ländern vorbei und es geht wieder voran, allerdings mit Einschränkungen und auch mit Problemen und viele haben Angst, es könnte nochmal eine solche Situation kommen. Wir haben die Bremse angezogen. Und man merkt in dieser Situation, dass sehr, sehr viele Menschen in so eine Negativität hineinfallen, in eine Negativität hineinkommen. Ganz viele Dinge, aus die wir positive Energie gezogen haben, die uns gut getan haben, die sind plötzlich weg, sind immer noch weg zum großen Teil. Viele Menschen haben ja auch gerne Erfolg, Erfolg in der Arbeit, Erfolg als Manager, Erfolg auch als Eltern, Erfolg als Mutter. Es gibt ja auch Personen, die brauchen das. Die brauchen einen ganz vollen Tag. Früh aufstehen, schnell frühstücken, zur Arbeit, Komplimente bekommen, Erfolg haben, tolle Dinge machen, tolle Dinge entwickeln, schnell von der Arbeit weg, die Kinder noch zu 3 unterschiedlichen Terminen fahren, zum Musikunterricht, zum Sportunterricht und womöglich auch noch zur Nachhilfe, die dann abends zu Hause sitzen und wirklich kaputt sind, aber ein gutes Gefühl haben, weil sie haben einen unglaublich anstrengenden Tag gehabt und sie haben unglaublich viel geleistet. Und das gibt ein gutes Gefühl. Das sind Menschen, die wirklich davon überzeugt sind, dass sie das Richtige tun, dass sie einen tollen Tag haben. Ist auch richtig so. Es gibt Menschen, die brauchen das. Ja, das Ego braucht das. Es gibt Menschen, die brauchen ein tolles Ego und die fühlen sich super. Die sind auch gegenüber anderen Menschen, ja, wenn man so will, man kann es auch arrogant nennen. Die sind davon überzeugt, dass sie ganz besonders gut sind, ganz besonders toll sind, ganz besonders erfolgreich. Sie machen Karriere, sie bekommen eine Aufgabe mit noch mehr Verantwortung. Die Kinder machen Karriere in der Schule, die sind die Besten der Klasse. Die Eltern sind gut, die Kinder sind gut, also gut meine ich jetzt hinsichtlich der Leistung. Viele Menschen brauchen das. Es gibt aber auch Menschen, die ziehen ihre Energie aus der Negativität. Und das ist eine ziemlich schlechte Energie. Es gibt Menschen, die sind davon überzeugt, dass sie wenig wert sind. Selbstwertgefühl. Also die haben ein niedriges Selbstwertgefühl. Und die ziehen ihre Energie daraus, sehr, sehr oft über andere Menschen zu urteilen. Es gibt 2 verschiedene Situationen, in denen Menschen über andere Menschen urteilen. Es gibt Menschen, die urteilen über andere, weil sie einfach davon überzeugt sind, dass sie was Besseres sind, dass sie toll sind, dass alle anderen Menschen nicht so tolle Menschen sind wie sie selbst, also aus dieser positiven Ego-Energie. Und dann gibt es Menschen, die ziehen diese Energie, diese Ego-Energie aus der Negativität heraus, die sich den ganzen Tag nur mit sich selbst beschäftigen, weil sie der Meinung sind,
dass sie halt nichts wert sind, dass sie ganz fürchterlich sind und die aus dieser Situation heraus auch viele Menschen verurteilen, anfangen zu urteilen. Wir sind gerade in einer Situation auch wegen dieser Krankheit, die weltweit da ist. Und da kommen noch ganz viele Dinge hinzu. Ne? Es kommen noch ganz viele andere Probleme, die eigentlich keine Probleme sind. Plötzlich sind wir konfrontiert mit einer Situation, wo viele von uns eigentlich im Alltag überhaupt nicht drüber nachgedacht haben. Ich habe nicht im Alltag darüber nachgedacht, ob ich Menschen mit einer anderen Haut oder einer anderen Haarfarbe, ob ich die verurteile oder nicht, weil das ist für mich überhaupt keine Frage. Das ist nicht in meinem Kopf drin, weil ich das überhaupt nicht mache, weil ich davon nicht ausgehe. Aber jetzt werden wir mit einer Situation konfrontiert, wo wir uns auch darüber noch Gedanken machen müssen. Wie kann das sein? Wo kommt das her? Wieso jetzt plötzlich? Es gibt Menschen, die urteilen, die verurteilen, die schreiben im Internet, die schreiben das Internet voll, die schreiben ihre Profile voll. Ich verstehe die Menschen nicht, die dies tun. Ich verstehe die Menschen nicht, die das tun. Ich verstehe die Menschen nicht, die ein Tüchlein tragen oder die kein Tüchlein tragen. Es gibt sogar Menschen, die sich selbst in diese Situation hineinbegeben und trotzdem dann diese Menschen verurteilen, obwohl sie selber auch in der Situation sind, die sich selber aber dann darüber stellen. Deren Ego stärker ist, wie gesagt, aus einer positiven Energie heraus, alle anderen sind schlecht, ich bin super, weil ich alles richtig mache, ich bin einfach toll, oder die halt sich selbst darüber stellen, weil sie ein niedriges Selbstwertgefühl haben. Alle anderen verurteilen. Ihr seid ja alle blöd, mich hat keiner lieb und ich trete die ganze Zeit. Das gibt es, beides gibt es. Und wir sind tatsächlich, viele haben den Eindruck, es ist eine Falle. Wir sind in einer Falle, wir sind gefangen. Es ist keine Falle. Es ist die Zeit der Veränderung. Es ist die Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Warum sind wir hier? Was ist mir wichtig? Mit was umgebe ich mich? Umgebe ich mich mit Positivität oder mit Negativität? Was mache ich hier eigentlich? Weshalb mache ich das, was ich mache? Weshalb schleppe ich meine Kinder nach der Arbeit zu 3 verschiedenen Terminen? Bin ich der Meinung, dass es den Kindern gut tut, oder mache ich das, weil ich für mein eigenes Ego was tun möchte? Mache ich das vielleicht sogar, weil ich mit anderen Leuten, die in meinem Kreis sich befinden, in meinem Kreis sich aufhalten, weil ich dann erzählen kann, ja, unsere Sophie hat Klavierunterricht und Geigenunterricht und sie spielt Hockey und Tennis und ist die Beste in der Klasse in Mathe. Ist das wichtig? Es ist vollkommen unwichtig. Für unsere Seele ist es vollkommen unwichtig. Es spielt keine Rolle. Es ist für die Seele nicht wichtig. Im Gegenteil, es kann der Seele sogar schaden, womöglich. Kann, muss nicht. Und dann werden wir konfrontiert plötzlich mit einem Trauma, mit negativen Dingen, wo uns erzählt wird, ja, wir haben jahrhundertelang die Welt ausgebeutet, Menschen misshandelt, Menschen schlecht behandelt. Nicht nur wir. Es gibt ganz viele Länder, die sich das auf ihre Fahne schreiben lassen müssten. Ganz viele Menschen. Wir sind an dem Punkt, ist es richtig, dass man den Leuten diese Traumata jetzt einredet oder dass das alles plötzlich jetzt auf den Tisch kommt? Womöglich ist es richtig. Womöglich ist es richtig, dass wir damit konfrontiert werden. Nicht aus der Situation heraus, weil es stecken dahinter ja auch wieder Interessen, das ist ja klar, das haben die meisten auch kapiert. Es stecken handfeste Interessen dahinter und es kommt ja auch nicht aus der Bevölkerung heraus. Es kommt heraus aus Gruppierungen, die ein bestimmtes Interesse haben, womöglich. Ja, aber es ist gut, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir uns damit konfrontieren. Es ist gut, dass wir uns mit allem eigentlich zurzeit auseinandersetzen. Wir waren in die falsche Richtung unterwegs und jetzt haben wir die Bremse oder die Notbremse oder die Pausetaste, wenn man so will. Das ist sowieso immer ganz wichtig, bevor man reagiert, immer mal kurz nachdenken, immer mal kurz auf die Pausetaste drücken und sich überlegen,
Ist das die richtige Reaktion oder sollte ich das lieber lassen? Was erreiche ich damit? Erreiche ich damit etwas, was meiner Seele gut tut, oder erreiche ich damit nur etwas, ja, was meinem Ego in dem Augenblick gut tut? Gehe ich nach Hause, beschimpfe ich andere Menschen oder bin ich auf der Arbeit ein fürchterlicher Boss und gehe nach Hause, weil ich der Meinung bin, dass ich so sein muss, damit es funktioniert? Oder bin ich dieser fürchterliche Boss, weil mein Selbstwertgefühl niedrig ist? Ja, es gibt Menschen, die sind Bosse, die sind in einer Führungsposition und haben trotzdem ein sehr, sehr niedriges Selbstwertgefühl. Das gibt es, sehr viele sogar. Sie brauchen diese Anerkennung, um ihr eigenes Selbstwertgefühl aufzubauen. Es ist keine Motivation, es ist keine positive Motivation. Und meistens sind das auch die fürchterlichsten Bosse oder Präsidenten oder was auch immer. Es ist immer die Ausgangssituation, aus der man rausgehen muss. Besser sind dann zum Beispiel Menschen in Führungspositionen, besser für die anderen, für die Mitarbeiter, sind die Leute, die wirklich davon überzeugt sind, dass sie einfach toll sind. Die haben es nicht nötig, sich negativ zu verhalten oder andere Leute zwischen Klammern fertig zu machen, weil sie einfach immer davon überzeugt sind, dass sie die Besten sind. Wir sind jetzt in einer Situation, in der die Pause-Taste gedrückt wurde, in der die Notbremse gezogen wurde und in der wir gar nicht anders können, als uns jetzt mit all dem auseinandersetzen, was um uns herum und was mit uns passiert. Und ich kann nur jedem raten, sich selbst zu umgeben mit Menschen, die einem dabei helfen, mit Menschen, an die man wachsen kann, mit Menschen und auch mit Situationen, die dafür sorgen, dass wir hier gut rauskommen und dass wir unsere Aufgabe, weshalb wir auf dieser Erde sind, erfüllen. Wir wünschen uns alle das Paradies. Wir wünschen uns, dass alles toll ist, dass alles positiv ist. Aber wir haben uns selbst in diese Situation jetzt hinein manövriert. Ja, das ist das Problem.